Dann freue ich mich, dass Sie alle dabei sind bei unserem Leicht Online Werkstattgespräch. Das ist ein Format, das wir inzwischen seit Juni 2024 anbieten und hat den Hintergrund, dass wir natürlich immer Arbeitsergebnisse aus dem Projekt Leicht Online veröffentlichen wollen. Wir haben aber auch irgendwann gemerkt, dass es viele Spezialfragen gibt, die viele Menschen interessieren. Und das war dann der Startschuss für diese Veranstaltungsreihe. Das heißt, wir nehmen uns diese Spezialthemen raus und stellen sie eben in diesem Werkstattgespräch vor. Und Frau Zorno hat es eben auch schon gesagt, wir wollen das Ganze auch gerne als Format nutzen, um mit Ihnen in den Austausch zu kommen, vielleicht von Ihren Erfahrungen zu hören und natürlich auch um Fragen zu beantworten. Bevor wir zu dem Schwerpunktthema heute kommen, Vorlesefunktion im Alltagstest, werde ich nochmal in aller Kürze das Projekt vorstellen, damit Sie überhaupt wissen, was wir im Projekt Leicht Online machen und wo wir herkommen. Losgelegt haben wir in 2021 und das war eine Situation, die zwei unterschiedliche Seiten mit sich gebracht hat. Also zum einen war die Digitalisierung natürlich schon längst in allen Lebensbereichen weit vorangeschritten. Online-Banking ganz normal, die Leute haben online eingekauft, ähm, Bahntickets online gebucht und so weiter. Und das Ganze wurde durch bestehende rechtliche Rahmenbedingungen auch nochmal weiter gefördert. Also es gibt zum Beispiel die BITV in Deutschland, die verpflichtet öffentliche Stellen, ihre Seiten barrierefrei bereitzustellen. Inzwischen gibt es auch das BFSG, das verpflichtet eben auch private Anbieter. Und in diesen ganzen gesetzlichen Rahmenbedingungen findet man schon auch die Bedarfe von Menschen mit Behinderungen, wenn es um das Thema digitale Barrierefreiheit geht. Da sind aber ganz häufig vor allen Dingen die Bedarfe von Menschen mit Sinnesbeeinträchtigung zu finden. Also viel zum Beispiel für blinde Nutzerinnen und Nutzer oder auch hörbeeinträchtigte Menschen. Wir als Lebenshilfe haben uns das Thema angeschaut und haben bei unseren Klientinnen und Klienten wahrgenommen, dass sehr viele Menschen doch noch große Probleme haben, Internetseiten zu bedienen oder eben ihr Smartphone zu bedienen. Und das hat auch den Hintergrund, dass es kaum Erkenntnisse dazu gab, wie Menschen mit Lernbehinderung das Internet überhaupt benutzen und welche Barrieren dadurch entstehen können. Entsprechend wusste man natürlich auch nichts dazu, wie man diese Barrieren auflösen kann. Ähm, Wir sehen aber ganz große Vorteile, wenn es mehr barrierefreie digitale Angebote für unsere Zielgruppe geben würde. Und das ist so eine ganze Bandbreite, also angefangen bei Behördenangelegenheiten. Ähm, Vielen Dank. Kommunikation auch immer ein großes Thema. Also auch schon vor 5 Jahren haben natürlich Menschen mit Lernbehinderungen viel ihr Smartphone genutzt, um zum Beispiel über WhatsApp oder auch andere Messenger-Dienste mit Freunden und Familie zu kommunizieren. Da treten aber eben doch noch viele Hindernisse auf. Man könnte die Mobilität von Menschen mit Lernbehinderungen wirklich stark erhöhen, wenn die Apps einfach reduzierter wären und nicht mehr so schwierig in ihrer Bedienung. Man könnte die Bildungschancen verbessern und letztlich ist ein ganz großer Vorteil, dass Personen weniger abhängig von ihrem Umfeld sind. Also nicht mehr Freunde oder Familie fragen müssen, kannst du mir hier mal helfen, da funktioniert irgendwas nicht, sondern dass sie wirklich eine stark gesteigerte Unabhängigkeit hätten. Und deswegen haben wir uns auf den Weg begeben und haben natürlich auch verschiedene Ziele in dem Projekt leicht online verfolgt, beziehungsweise verfolgen die noch immer. Das ist zum einen überhaupt mal rauszufinden, was macht denn überhaupt eine barrierefreie Internetseite oder eine barrierefreie App aus? Wir wollen auch Seitenanbietende beziehungsweise Webentwickler sensibilisieren. Gerade so zu Beginn des Projekts haben wir häufig noch gehört, Menschen mit Lernbehinderung, die nutzen Smartphone und Internet doch gar nicht. Das stimmt einfach nicht und das wollen wir auch nach außen tragen. Das heißt, dieser Personenkreis wurde so gar nicht wirklich als Nutzergruppe wahrgenommen, manchmal vielleicht auch gar nicht ernst genommen. Und in unserer Projektarbeit nutzen wir natürlich auch verschiedene Methoden. Das sind Methoden, die gibt es so schon oder gab es eben auch schon mit Projektstart. Wir machen viel Nutzerbefragung und Nutzertests. Das sind so ganz klassische Instrumente beim Bereich digitale Barrierefreiheit.
Wir haben aber schnell gemerkt, die können wir nicht eins zu eins so übernehmen, wie es sie gibt, sondern wir müssen sie an unsere Zielgruppe anpassen. Das heißt, wir entwickeln da eben auch neue Forschungsmethoden. Dann ist es uns wichtig, dass wir auch an diesen Punkt rechtliche Rahmenbedingungen rangehen. Das hatte ich eben schon gesagt. Da gibt es einige, die Bedarfe unserer Zielgruppe sind da, aber noch nicht so abgedeckt und daran wollen wir arbeiten, um letztendlich dann auch die digitale Teilhabe und die gesellschaftliche Teilhabe von Menschen mit Lernbehinderung zu verbessern. Und dieses Projekt Leicht Online machen wir nicht nur als Lebenshilfe und nicht nur als Projektteam, sondern wir haben verschiedene Akteure, mit denen wir zusammenarbeiten, um die verschiedenen Perspektiven auf das Thema aufgreifen zu können. Also zum einen sind das natürlich unsere Fördermittelgeber, die Aktion Mensch Stiftung, die Heinrich-Leschinski Stiftung und die Reichsbund Stiftung, ohne die wir dieses Projekt gar nicht umsetzen könnten. Und dann sind es natürlich, ohne die würde es gar nicht gehen, Menschen mit einer Lernbehinderung. Und wir haben da zum einen eine Begleitgruppe, nennen wir sie immer. Das sind variiert immer so ein bisschen über den Projektverlauf, so 5 bis 7 teilnehmende Menschen, die eine Lernbehinderung haben oder eben eine kognitive Beeinträchtigung. Und die unterstützen uns oder begleiten uns über die komplette Projektlaufzeit. Das heißt, von Anfang an waren die dabei und auch jetzt sind sie immer noch dabei. Und mit denen setzen wir uns zusammen, ungefähr 4 bis 6 Mal pro Jahr und sprechen mit denen ganz viel über das Projekt, über die Ziele, aber auch natürlich, wie wir arbeiten, was wir schon so herausgefunden haben und holen uns natürlich auch deren Perspektive mit rein und fragen, was sind denn so eure Fragestellungen, auf die ihr in eurem Alltag trefft, dass wir die mit in unsere Tests aufnehmen können. Und zum anderen haben wir hier natürlich auch noch die Teilnehmenden der Nutzertests dabei. Dann arbeiten wir auch mit Projektpartnerinnen und Projektpartnern zusammen. Das sind 8 Unternehmen aus 3 verschiedenen Lebensbereichen. Ähm, Das sind die Bereiche Arbeit, Mobilität und Bildung. Diese Bereiche haben wir uns rausgesucht, weil wir eben schnell gesehen haben, das sind einfach sehr relevante und sehr wichtige Lebensbereiche für die Zielgruppe. Und auch mit denen setzen wir uns ähnlich wie mit der Begleitgruppe regelmäßig zusammen. Ist ein bisschen seltener, das sind 2 Treffen pro Jahr, aber auch hier informieren wir viel. Was machen wir gerade? Was ist in den letzten Monaten so herausgekommen in unserer Arbeit? Und wollen auch da vor allen Dingen diese Fragestellung mit aufnehmen. Genau, und dann haben wir hier noch so ein drittes Zahnrad in der Grafik mit den rechtlichen Rahmenbedingungen. Das hatte ich jetzt schon 1, 2 Mal anklingen lassen. Das ist für uns ganz wichtig, dass wir da rangehen und dass wir da was bewegen können. Deswegen freuen wir uns sehr, dass wir hier mit der Überwachungsstelle des Bundes für Barrierefreiheit von Informationstechnik zusammenarbeiten können. Die sind zum einen Projektpartner bei uns. Zum anderen arbeiten wir auch in einem anderen Kontext mit ihnen zusammen. Es gibt den BFIT-Ausschuss, Ausschuss für barrierefreie Informationstechnik, da bin ich Mitglied. Das heißt, alles, was wir so erarbeiten, kann ich über den Weg mitgeben und mit nach außen geben. Und wir haben auch innerhalb dieses Ausschusses eine Arbeitsgruppe gegründet, Frau Zorne und ich, und leiten diese und schauen auch da eben gemeinsam mit anderen Expertinnen und Experten, was wir an Hilfestellungen nach außen geben können, um das Thema digitale Barrierefreiheit für diese Zielgruppe voranzubringen. Das Ganze machen wir jetzt ja schon 5 Jahre und natürlich ist in diesen 5 Jahren schon einiges an Ergebnissen rausgekommen. Im Oktober war es, glaube ich. Oktober letztes Jahr haben wir dann eine Best Practice-Seite veröffentlicht. Sie sehen hier einen Screenshot von der Startseite dieser Best Practice-Seite. Das heißt, wir haben alles umgesetzt, was wir selbst so herausgefunden haben, alle Kriterien für digitale Barrierefreiheit. Und Sie finden auf dieser Seite auch einen Leitfaden, eben mit den unterschiedlichen Kriterien, mit den Barrieren, die wir identifiziert haben und auch mit den Empfehlungen, die wir jeweils dazu aussprechen. Ähm, Was Sie unter anderem auch auf der Best Practice Seite finden, aber ich habe hier auch noch mal einen Link mit aufgenommen. Wir haben zusätzlich einen Projektbericht veröffentlicht. Der geht weniger wirklich so um diese konkreten Fakten, was kann man auf einer Seite verbessern, sondern es geht viel um die Hintergründe des Projekts nochmal. Es geht aber auch viel darum, wie bewegt sich die Zielgruppe im Internet, welche Nutzertypen gibt es so,
Genau, und wie nutzen Menschen überhaupt und wofür das Internet in ihrem Alltag? Und auch da, genau, können Sie sich dem Projekt gerne anschauen, wenn Sie gerne mehr erfahren möchten. Dann wollte ich Sie an dieser Stelle nochmal auf die nächsten Werkstattgespräche schon mal aufmerksam machen. Wir machen ungefähr einen Termin pro Monat. Das halten wir mal mehr, mal weniger durch. Jetzt im März ist es schon das zweite Werkstattgespräch, was wir durchführen. Wir haben jetzt schon Termine veröffentlicht von April bis Juli 26. Im April gibt es einen Termin zum Thema leichte Sprache im Web, verständlich und auffindbar. Im Mai gibt es den Termin zum Thema Pop-ups, ganz großes Thema, können schwierig sein, können aber auch sehr hilfreich sein. Da werden wir Ihnen im Mai mehr zu erzählen. Im Juni gehen wir darauf ein, worauf man eigentlich achten muss, wenn man ganz allgemein so ein barrierefreies Webangebot planen möchte, wie da die einzelnen Schritte sind. Und im Juli machen wir ein Werkstattgespräch zum Thema Icons und Bilder. Sie finden auch hier schon mal einen Link zu unserer Homepage. Wenn Sie gerne dabei sein möchten, können Sie sich über den Weg anmelden. Wir freuen uns auf jeden Fall über alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die dabei sein wollen. Und ganz neu, wir machen jetzt auch Schulungen. Das heißt, alles, was wir jetzt über mehrere Monate und viele Werkstattgespräche so erzählen, vielleicht aber auch nochmal andere Themen, findet man jetzt in eintägigen Fortbildungen. Gerade vor kurzem hat der erste Durchlauf stattgefunden von der Schulung Leichte Sprache und KI, Prompten am Custom GPT. Die hat Frau Zorno durchgeführt. Und voraussichtlich im Juni wird der erste Durchlauf stattfinden von unserer eintägigen Fortbildung Digitale Barrierefreiheit für Menschen mit Lernbehinderung, wo wir Ihnen das Ganze nochmal kompakt darstellen können. Und damit bin ich auch schon fast am Ende angelangt von dem kleinen Vorlauf zu dem Termin heute. Was Sie hier sehen, ist ein Screenshot unseres Padlets. Auf diesem Padlet veröffentlichen wir alle Präsentationen, die wir hier bei den Werkstattgesprächen halten. Das heißt, wenn Sie mal bei einem Termin nicht dabei sein konnten, können Sie gerne über den Link darauf schauen und sich die Präsentation zumindest ansehen. Wir haben die Aufzeichnung nicht von Anfang an gemacht. Ganz wichtig auch, Sie sehen hier in der letzten Spalte so eine kleine Notiz zum Thema Mein Wunschthema. Wenn Sie also Fragen haben oder Themen, wo Sie sagen, da haben Sie Informationsbedarf und noch nicht die richtigen Informationen gefunden, tragen Sie es gerne ein und dann prüfen wir gerne, ob wir das im Rahmen eines Werkstattgesprächs mit aufnehmen können. Und damit gebe ich an Frau Zorno ab, die Ihnen heute das Schwerpunktthema Vorlesefunktion näher bringt. Ja, vielen Dank, Brit. Dann übernehme ich und darf Ihnen jetzt was erzählen zu der Vorlesefunktion. Ähm, Die Vorlesefunktion war ein sehr, sehr spannender Gegenstand in unseren Tests und es war von vornherein auch klar, dass die extrem wichtig ist. Und da wollen wir heute mal genauer reinschauen, denn tatsächlich war es auch für uns sehr überraschend zu sehen, was und wie da alles dranhängt an dieser Nutzung der Funktion. Fangen wir erstmal damit an, warum ist sie überhaupt wichtig, beziehungsweise warum ist das Lesen für Menschen mit Lernbehinderung mehr oder minder schwierig? Ähm, Grundsätzlich ist das Lesevermögen natürlich total unterschiedlich verteilt. Das sind ganz individuelle Menschen und die können auch sehr unterschiedlich gut oder auch gern lesen, schreiben, was auch immer. Trotzdem ist Lesen, das kennen Sie vielleicht auch von sich, grundsätzlich erstmal eine anstrengende Angelegenheit. Man muss sich konzentrieren. Das bedeutet, wir haben hier beim Lesen eine kognitive Belastung. Ich muss einerseits lesen, ich muss andererseits Dinge aufnehmen und verstehen und nachdenken.
Mein Gedächtnis wird einigermaßen herausgefordert, denn ich muss während des Lesens ja auch die Informationen im Kopf behalten. Das ist besonders spannend, wenn Texte länger werden, beziehungsweise im Internet, wenn ich von einer Seite auf die andere wechsle. Und es kann eben sein, dass man Dinge schneller mal vergisst. Konzentration, Punkt 3, hatte ich gerade benannt. Lesen ist immer eine Frage der Konzentration. Aber gerade für Menschen mit einer Lernschwierigkeit ist es besonders anstrengend, würde ich behaupten. Und gerade bei langen Texten wird es dann nochmal extra schwierig. Beim Lesen selbst merken wir immer wieder, dass das Lesen, der Leseprozess ist eine Sache, die Probleme bereiten kann, aber auch insgesamt die Orientierung im Text. Also habe ich den Überblick, was steht wo im Text, bis wohin habe ich gelesen, wenn ich vielleicht eine kurze Pause brauche oder nachdenken muss, wo steige ich wieder ein in den Text. Da muss man auch erstmal suchen. Das ist auch was, was gar nicht so leicht ist. Und diese Probleme oder Felder, in denen es Probleme geben kann, die beziehen sich auf jede Art von Lesen. Jetzt haben wir es aber in Leicht Online ja noch mit einem bestimmten Medium zu tun, nämlich digitales Lesen. Also Lesen am PC, am Smartphone, am Tablet. Das ist noch mal was anderes, als wenn ich einfach ein Blatt Papier vor mir habe und die Seite umblätter. Denn hier können auch noch viele andere Dinge passieren. Ich muss vielleicht beim Lesen scrollen, damit ich den Text unten erreichen kann. Ich muss zwischendurch die Internetseite an sich bedienen, vielleicht was klicken und mich auf der Seite zurechtfinden. Das bedeutet, das Lesen im Netz wird nochmal zusätzlich erschwert, dadurch, dass ich nebenbei ja noch andere Dinge tun muss oder im Überblick behalten muss. Oh, da hat sich noch ein Inhalt dazugesellt. Ähm, Lesen an sich ist, wenn man das schwierig findet und wenn man genauer hinschaut, vor allem auch, wirklich eine aufwendige Sache. Ich muss sehr viele Informationen verarbeiten und Wörter und Sätze auch erstmal lesen und entschlüsseln. Ja, das ist das Thema Lesen und damit wird auch schnell klar, warum ist denn eine Vorlesefunktion wichtig? Naja, erstens, sie unterstützt natürlich beim Lesen. Ähm, Das hilft sehr, sehr vielen Menschen. Wenn wir von Menschen mit Lernschwierigkeiten sprechen, dann gibt es auch eine große Gruppe von Menschen, die gar nicht lesen können. Für die ist das der einzige Zugang, Texte zu verstehen, wenn sie ihnen vorgelesen werden. Also da ist die Vorlesefunktion elementar. Aber eben auch für alle anderen, die lesen können, ist diese Funktion eine große Hilfe, denn Sie können zum Beispiel einen Text gleichzeitig hören und mitlesen. Die Vorlesefunktion verbessert das Verständnis. Für viele ist es so, dass geschriebener Text manchmal sogar abschreckt, gerade wenn er länger wird, oder eben auch schwieriger zu verstehen ist. Gesprochene Sprache, und das gilt auch für leichte Sprache, wird häufig doch ein bisschen besser verstanden, weil eben dieser anstrengende Zugang durchs Lesen wegfällt. Ja, die Vorlesefunktion entlastet natürlich beim Lesen und bei der Informationsaufnahme. Ich kann mich mehr auf den Inhalt konzentrieren, weil ich nicht so sehr viel Aufmerksamkeit auf die einzelnen Wörter und Sätze legen muss. Und am Ende erhöht die Vorlesefunktion tatsächlich auch die Selbstständigkeit, denn ich kann die Information noch besser ohne Hilfe anderer Personen nutzen. Am Ende natürlich fördert das digitale Teilhabe, denn tatsächlich haben wir in unserem Leitfaden ja eine ganze Menge von Kriterien, wo man Internetseiten leichter zugänglich machen kann, außerhalb von leichter Sprache, die ist für uns selbstverständlich. Aber ich würde sagen, nach leichter Sprache ist die Vorlesefunktion gleich das zentrale Element, wo ich sagen würde, die hat einen ganz besonders hohen Nutzen für die Menschen. Ja, und die schauen wir uns jetzt etwas genauer an. Mm, Wir haben in unseren Nutzertests
immer hingeschaut und auch noch gar nicht vorgegeben, was da mit dieser Vorlesefunktion passieren muss oder soll. Wir haben erst mal geschaut, was machen denn die Menschen? Wie bewegen sie sich auf der Internetseite? Nutzen sie die Vorlesefunktion oder auch nicht? Nutzen sie die leichte Sprache oder auch nicht? Das heißt, erstmal haben wir geschaut, was machen die Menschen intuitiv von sich aus? Und manche haben die Vorlesefunktion eigenständig gefunden und genutzt, andere nicht. Dann haben wir sie mal darauf hingewiesen und dann haben sie es trotzdem getestet und ihre Meinung dazu gesagt. Insgesamt über die gesamten Nutzertests haben wir gemerkt, dass es auf jeden Fall unterschiedliche Nutzungstypen gibt. Insgesamt Nutzerinnen und Nutzer sind sehr unterschiedlich im Internet, aber gerade auch im Hinblick auf die Vorlesefunktion. Ähm, Wir haben mal ganz grob nach zwei Typen getrennt. Einmal Hören und Mitlesen. Das sind die Menschen, die auf jeden Fall lesen können, wahrscheinlich auch ohne Vorlesefunktion den Text lesen könnten, aber trotzdem die Vorlesefunktion nutzen und gleichzeitig zuhören und gleichzeitig mitlesen. Das heißt, sie nutzen diese Vorlesefunktion ein bisschen als Hilfestellung, als Entlastung beim eigenen Lesen. Und dann haben wir eine zweite Gruppe, die haben wir Hören statt Lesen genannt. Das heißt, wenn die Vorlesefunktion finden, dann wird die dankbar angenommen, sofort genutzt und auch nur noch der Text angehört. Das heißt, sie lesen gar nicht mehr selbst, weil sie ja wissen, ich höre das alles und können dann dem Text zuhören und ihn dabei auch gleich verarbeiten, drüber nachdenken. Das bedeutet, da wird eine Internetseite quasi zu einer Art Podcast. Und wir haben hier mal, unten steht das Wort Nutzungspräferenz. Sie sehen, da ist ein Balken drunter. Das heißt, es gibt davon bis alles. Wir haben auch den Eindruck, dass es auch von vielen umgebenden Faktoren ja, abhängt, ob gehört wird oder nicht. Genauso wie wir das bei der Nutzung von leichter Sprache oder schwerer Sprache auf der Seite gemerkt haben. Auch da gab es viele Menschen, die einen haben gleich leichte Sprache genommen, weil sie die kennen. Einige haben gesagt, ja, ich kann, leichte Sprache ist super, aber ich fange mal bei schwerer Sprache an und wenn ich das nicht verstehe, dann kann ich ja immer noch zur leichten Sprache gehen. Also auch da gab es große Unterschiede und die waren auch inhaltlich unterschiedlich. Gerade wenn es schwierige Themen waren, dann wurde auch schneller zur leichten Sprache gegriffen. Und mein Eindruck ist, so ähnlich ist das auch mit der Vorlesefunktion. Wir haben sehr unterschiedliche ja, Nutzungstypen, Einsatzmöglichkeiten gesehen, aber grundsätzlich mit diesen beiden Hören und Mitlesen, Hören statt Lesen, hat man schon mal einen Überblick, was es gibt. Und dazwischen ist alles möglich. Ähm, ja, jetzt habe ich gesagt, Vorlesefunktion, super wichtig, große Hilfe. Wir haben aber dann auch gemerkt in den Tests, es hilft nicht nur, dass irgendeine Funktion irgendwie auf der Seite ist, ähm, sondern wir brauchen auch ganz bestimmte Merkmale, damit diese Vorlesefunktion genutzt werden kann. Denn sonst kann es Probleme geben, die auch die Nutzung verhindern. Zum Beispiel Auffindbarkeit. Kann ich die Vorlesefunktion überhaupt auf der Seite erkennen, identifizieren? Weiß ich, wo sie ist? Komplexe Bedienung. Das ist ja das Gesamtthema von Leicht Online. Wie kann ich die Bedienung einer Internetseite vereinfachen? Das gilt natürlich auch für alle Elemente und alle Hilfsmittel, die wir da integrieren. Die müssen auch leicht bedienbar sein, sonst kann ich sie nicht verwenden. Und damit zusammenhängt auch nochmal das Thema kognitive Belastung, also Konzentration, Aufmerksamkeit. Denn die Vorlesefunktion soll ja gerade Konzentration entlasten und alles erleichtern für die Person. Aber wenn die
Funktion selbst schwer bedienbar ist oder es da irgendwie Brüche, Probleme gibt, dann lenkt sie natürlich auch ab und kann selbst wieder zu einer Barriere werden beim Lesen und Verstehen. Ja, und dann haben wir noch so ein paar Kriterien, die ein bisschen von der Bedienung weggehen, nämlich die Stimme. Die ist auch ganz wichtig. Welche Qualität hat die Stimme der Vorlesefunktion? Das war gerade in den Nutzerinnen-Tests auch ein sehr wichtiges Bewertungskriterium für die Teilnehmerin. Sprechtempo. Es darf natürlich nicht zu schnell gesprochen werden. Und auch hier ist nochmal die Orientierung im Text ein Thema, denn ein Text kann ja länger sein und auch durchaus über den sichtbaren Bildschirm hinausgehen. Und dann ist die Frage, okay, ich höre die Vorlesefunktion, wo ist die denn, was liest die denn gerade eigentlich vor? Sind wir schon fertig? Auch das muss man beachten, wenn es um diese Funktion geht. Ja, und jetzt habe ich Ihnen das so theoretisch einmal einen Überblick gegeben. Das war eine Handvoll von Problemen, die es geben kann. Ich finde es immer ein bisschen schwierig, die einfach so zu benennen, denn wenn man es sieht, dann wird es eigentlich klarer. Und deswegen sehen Sie hier dick blau auf der Folie stehen. Wir machen einen Praxistest. Ich zeige Ihnen eine paar Varianten von Vorlesefunktionen. Ähm, und dazu muss ich hier einmal wechseln, denn wir gehen natürlich ins Internet, mm, um Ihnen einfach mal einen kleinen Eindruck zu vermitteln, was für Probleme es geben kann. Es ist immer ein bisschen gemein, jetzt sich Produkte zu nehmen oder Beispiele, die wir ja nicht selbst entwickelt haben und zu sagen, gucken Sie mal, hier ist ein Problem und da ist ein Problem. So ist das nicht gemeint. Und trotzdem möchten wir es zeigen, weil wir gemerkt haben, dass es tatsächlich gerade für Menschen mit Lernbehinderung ganz wichtig ist, dass diese Funktion da ist, aber eben auch dann gut benutzbar ist. Sonst ist sie leider völlig wertlos für die Person. Ja, das waren jetzt mal ein paar Beispiele, die vielleicht mehr Probleme als Lösung zeigen. So ist es aber immer, wenn wir im Internet unterwegs sind, dass wir das natürlich als erstes sehen. Jetzt ist die Frage, wie macht man es denn leicht? Und das ist gar nicht so leicht, haben wir gemerkt. Wir haben da auch relativ lange dran gebastelt und gepuzzelt in unseren Tests. Und dazu zeige ich Ihnen jetzt noch mal was. Ich wechsle kurz mal wieder zu unserer Präsentation. So, da sind wir wieder. Mm, genau. Wie machen wir denn jetzt eine Vorlesefunktion barrierefrei für Menschen mit Lernschwierigkeiten? Also, klar, sie muss leicht zu finden sein. Aber was heißt das? Einerseits muss sie gut zu sehen sein. Ich würde auch sagen, immer an der gleichen Stelle sein. Nicht, dass ich sie mal links oben und rechts unten suche. Und ich muss sie vor allem auch gut erkennen können. Im Test hat sich bewährt ein Lautsprecher-Icon direkt an dem Text, der vorgelesen werden soll. Also dieses Lautsprecher-Icon, das wurde schon sehr gut identifiziert mit Vorlesen. Einfache Bedienung ist natürlich wichtig, habe ich ja auch gerade gesagt, dass das viele Probleme verursachen kann. Was bedeutet das genau? Wir haben festgestellt, vor allem wenig Funktion. Je weniger dieses Ding kann, desto weniger Knöpfe brauche ich und desto weniger muss ich auch verstehen, wo muss ich jetzt drücken. Das Sprechtempo, klar, ist wichtig und das sollte nicht zu schnell sein. Da muss man gucken, was die Funktionen hergeben. Unser Tipp wäre auf jeden Fall, dass man das einstellen muss oder es diese Funktion geben muss, zumindest wenn ich es in die Seite einbinde. Ja, die Stimme
ist auch sehr, sehr wichtig. Das war fast das Erste, was wir im Test gefragt haben. Und du hast jetzt ja diese Vorlesefunktion benutzt. Wie fandst du die denn? Dann haben sehr viele Menschen erstmal was zur Stimme gesagt. Ja, die Stimme, die klang ganz angenehm. Oder was viele auch gesagt haben, weil sie offenbar schon viel Erfahrung damit hatten, ja, die klang toll, gar nicht so robotermäßig. Also offenbar haben auch schon viele gemerkt, es gibt Stimmen, die klingen nicht besonders natürlich und das ist sehr, sehr wichtig. Und die Orientierung im Text ist natürlich auch wichtig. Also weiß ich, wo ich drauf drücke und was dann vorgelesen wird. Mm, Und da haben wir gemerkt, es macht Sinn, wenn tatsächlich erstmal nur absatzweise vorgelesen wird. Und zusätzlich kann man diesen Text, der gelesen wird, auch gleichzeitig farblich hervorheben. Ich zeige Ihnen gleich Beispiele. Und zwar hier. Ähm, Wir haben in unserem Kriterienkatalog von Leicht Online, der ist ja öffentlich einsehbar und da sind eben auch zur Vorlesefunktion Empfehlungen drin. Sie sehen hier auch 7.1 Verfügbarkeit einer Vorlesefunktion und 7.2 Gestaltung, Platzierung und Bedienung der Vorlesefunktion. Das heißt, da steht noch mal alles drin, was ich Ihnen jetzt aber sehr viel beispielhafter erzähle. Und Sie sehen hier auf der Folie schon ein Bild. Das ist ein Screenshot von dem Prototypen, mit dem wir getestet haben. Und Sie sehen hier einen Ausschnitt von einer Seite Text in leichter Sprache. Auf dem Ausschnitt sind zwei Absätze zu sehen mit Text, Bild und Vorlesefunktion. Der erste Abschnitt heißt Wohnassistenz. Darunter ist der Text markiert, die Unterüberschrift Unterstützung für erwachsene Menschen in einer eigenen Wohnung. Und darunter steht, Menschen mit Behinderung sollen so leben, wie sie wollen. Wir unterstützen sie dabei. Daneben ein Bild für leichte Sprache, eine Situation, wo zwei Menschen am Herd sind und kochen. Und worauf wir jetzt hinaus wollen, es gibt eine Vorlesefunktion und das Icon, das wir dafür haben, dieses Lautsprecher-Icon in einem blauen Kreis, ist direkt an der Absatzüberschrift platziert, sodass klar ist, ich drücke darauf und dieser Absatz wird vorgelesen. Wir haben keine weiteren Bedienknöpfe für diese Funktion. Wenn Personen getestet haben und wir haben gefragt, weißt du jetzt auch, wie du da die wieder stoppen kannst? Dann haben sie relativ intuitiv nochmal auf dieses Icon geklickt und das war auch richtig. Das bedeutet Pause. Das heißt, der Lautsprecher hat eigentlich nur die Funktion an oder aus. Und dadurch, dass sie ihn an jedem Absatz haben, gibt es auch eine Erleichterung in der Orientierung. Also Sie sehen hier, der Absatz 1 wird in dem Fall vorgelesen. Das erkennen wir daran, dass der Text orange markiert ist. Wenn dieser Abschnitt vorgelesen ist, dann pausiert auch die Funktion, weil sie eben nur für diesen einen Abschnitt zuständig ist. Wenn ich jetzt den nächsten Abschnitt hören möchte, dann muss ich auf das Hörer-Icon neben der nächsten Überschrift klicken und dann wird eben das vorgelesen. Hat sich in unserem Test als sehr leicht und sehr intuitiv bedienbar herausgestellt. Und das Ganze zeige ich Ihnen gleich auch noch mal live. Dafür wechseln wir es noch einmal. Und Sie sehen auch schon, die Folien sind jetzt an der Schlussfolie angekommen schon. Das heißt, ich zeige Ihnen jetzt noch mal zwei Live-Beispiele unserer Vorlesefunktion und dann ist Zeit für Fragen und Austausch aller Art. Und ich gehe jetzt mit Ihnen noch einmal auf unsere Best Practice Seite, den Leitfaden, um Ihnen das Ganze live zu zeigen. So, da sind wir.
Wir sind jetzt wieder auf der Startseite von Leicht Online, dem Leitfaden Leicht für alle. Sie sehen hier in der schweren Sprache keine Lautsprecher-Icons. Das möchten wir tatsächlich gern noch nachrüsten, denn wir haben festgestellt, die Vorlesefunktion ist auch in schwerer Sprache was gern genommen werden würde. Haben wir jetzt hier noch nicht eingebaut, soll aber folgen. Das bedeutet, auf dieser Seite finden Sie die Vorlesefunktion im Bereich der leichten Sprache. Deswegen bewegen wir uns dort einmal hin. Und Sie sehen, hier haben wir das Icon gleich an erster Stelle. Ich klicke mal drauf. Herzlich willkommen. Was brauchen Menschen mit Lernbehinderung im Internet? Das haben wir zusammen mit den Menschen untersucht. Diese Informationen gibt es hier. Projekt Leicht Online. Menschen im Internet. Tipps und Regeln. Kontakt. Genau. Und damit pausiert die Vorlesefunktion auch wieder. Das heißt, wenn ich mehr wissen möchte, muss ich auf dieser Übersichtsseite erstmal klicken. In welchem Bereich wollen wir denn? Ich gehe jetzt mal zu Menschen im Internet und gucke, dass wir auf einer Unterseite landen. Nehmen wir mal Menschen mit Lernbehinderung. So, hier sehen Sie eine typische Unterseite in leichter Sprache. Wir haben im Bild gleich zwei Lautsprecher-Icons. Das liegt daran, dass diese Funktion immer an den Überschriften platziert ist. Also einmal an der ersten Überschrift. Menschen mit Lernbehinderung. Das war gar nicht so viel Text. Und jetzt kommt der erste Absatz, an dem ein Icon ist. Auch das klicke ich mal. Menschen sind verschieden. Das gilt für alle Menschen. Jeder kann etwas besonders gut. Jeder findet einige Dinge schwierig. Jeder hat mal einen guten Tag, jeder hat mal einen schlechten Tag. Im Internet ist das auch so. Der eine Mensch findet etwas leicht, ein anderer findet es schwer. Ja, das war der erste Absatz. Jetzt ist die Vorlesefunktion beendet. Wenn ich den nächsten Absatz hören möchte, Menschen mit Lernbehinderung, kann ich wieder ein neues Icon klicken, dann wird der Absatz vorgelesen. So sieht die Funktion aus, die aktuell auf unserer Seite eingebaut ist. Was Sie hier noch nicht sehen oder was Sie gesehen haben, ist, ich kann den Button klicken. Wenn ich ihn aktiviert habe, dann sieht er auch anders aus. Dann ist ein kleines X zu sehen statt dem Lautsprecher fürs Stoppen. Was hier noch nicht passiert, auch das hat auf der Seite noch nicht geklappt, ist, dass der Text gleichzeitig beim Vorlesen hervorgehoben wird. Das zeige ich Ihnen noch mal auf unserer Testseite. Dort kam ja auch der Screenshot her. Die Seite ist nicht öffentlich. Das ist eben unser Prototyp, den wir für die Nutzertests gebaut haben. Und hier sehen Sie genau die Seite, die auch auf der Folie zu sehen war. Hier zeige ich Ihnen noch mal, wie das aussah und klicke auf das Lautsprechersymbol. Unterstützung für erwachsene Menschen in der eigenen Wohnung. Menschen mit Behinderungen sollen so leben, wie sie wollen. Wir unterstützen sie dabei. Genau. Und dann ist wieder Pause. Also die Funktion ist komplett gleich. Der einzige Unterschied ist, dass der Abschnitt farblich hervorgehoben wurde, der vorgelesen wird. Und ich weiß nicht, ob es Ihnen aufgefallen ist, das war ein echter Mensch. Für diesen Prototypen haben wir ja nur eine Unterseite zum Testen so gebaut. Das hat jetzt nicht gelohnt, um da irgendwelche Funktionen extra einzubauen. Das heißt, der Text wurde tatsächlich als Audio eingesprochen und dann war er abspielbar. Das ist, und damit wechsle ich wieder auf unsere Leitfadenseite. Das ist hier anders. Hier ist die Vorlesefunktion tatsächlich ein
Plugin in der Seite. Das heißt, sie ist in die Seite integriert. Was dahinter steckt, ist ein Text-to-Speech-System von 11 Labs. Das heißt, das ist tatsächlich einem KI-Tool, aus dem man verschiedene Stimmen auswählen kann und das dann in der Internetseite selbst einen bestimmten Text in die Stimme umtransportiert. Und damit beende ich die Reise durch unsere Erkenntnisse zur Vorlesefunktion und stoppe zum einen die Freigabe und gleichzeitig aber auch die Aufzeichnung. Denn bis hierhin vielen Dank fürs Zuhören. Jetzt freuen wir uns auf alle Fragen, Anmerkungen und Austausch.